In der modernen Logistik übernimmt IoT bereits viel mehr Aufgaben als bloße Ortung mittels Sensoren. Aus dem privaten Bereich kennt man Anforderungsbuttons wie zum Beispiel den Amazon Dash-Button. Damit können Bestellprozesse optimiert werden. Solche Lösungen haben wir im professionellen Bereich unter anderem für Schraubenhersteller bereits umgesetzt. Das kann man weiterführen bis hin zu Vendor-Managed Inventory-Lösungen, wo der Lieferant den Lagerstand der Schrauben sieht und für den Kunden automatisch auffüllt. Bei IoT im Flottenmanagement gibt es im Prinzip zwei Bereiche. Auf der einen Seite Zustandsinformationen von betriebsrelevanten Geräten und Assets, wie Maschinen und Anlagen. Auf der anderen Seite das Monitoring des Warenflusses, um zeitlich oder qualitativ Risiken frühzeitig zu erkennen. IoT erlaubt es damit sehr effizient, diese Informationen zentral zu erfassen, um den Geschäftsprozess dementsprechend abzusichern. Predictive Maintenance, also die vorausschauende Wartung, ist kostengünstiger als eine reaktive Wartung. IoT unterstützt Predictive Maintenance besonders gut, da man cloud-basiert hohe Rechenleistungen hat. Daten werden also gesammelt und zentral in der Cloud abgespeichert. Mit diesen Daten können mit selbsterlernten Algorithmen, künstlicher Intelligenz, Zusammenhänge und Zustände erkannt werden, die für den Menschen, also praktisch für das Auge, nicht sichtbar sind. In herkömmlichen Prozessen bleiben derartige Erkenntnisse unsichtbar. Gerade in regulierten Märkten, wie zum Beispiel in der Medizintechnik, ist es notwendig, dass im Produktionsprozess beispielsweise Klimadaten gemonitort werden. Dabei kann man feststellen, ob es irgendwelche Abweichungen im Produktionsprozess gibt. Es wird mitdokumentiert, um die Qualität sicherzustellen. Im Straßenbau zum Beispiel stellt man auch die Qualität sicher, indem man Bitumentemperatur bei der Lieferung und im Produktionsprozess überwacht. Automatisch wird ein Report erstellt und gespeichert, der aufgrund von Aufzeichnungspflichten notwendig ist. Das Festlegen der richtigen Parameter zur Überwachung durch KI ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Lagerbestände können optimiert und Warenwerte reduziert werden. Über künstliche Intelligenzen kann man sich hier gerade in großen Logistikzentren Vorteile verschaffen. KI und teils robotergestützte Anwendungen sind beispielsweise für die autonome Kommissionierung im Einsatz oder auch um kürzesten Wege zu ermitteln, um dadurch auf die schnellsten Prozesse zu vertrauen. Sensoren werden immer vielseitiger und abwechslungsreicher verwendet. Dennoch ist die Sensorik immer abhängig von der Anwendung. Um den richtigen Sensor zu wählen, braucht es Erfahrung und einen Experten, der dabei unterstützt. Die Sensorik, die Genauigkeit und ihre Komplexität muss zum Produkt und zum Kundennutzen passen. Dies schlägt sich auch im Preis-Leistungs-Verhältnis nieder. Ganz nach dem Motto Shit in, Shit out ist der falsche Sensor in der Anwendung nutzlos oder der technisch aufwendigste oft zu teuer. Ein Sensor, der alles kann, bringt auch nichts, wenn man genau einen Messwert benötigt. Wir unterstützen unsere Kunden mit Machbarkeitsstudien und Proof of Concepts dabei, das Beste für ihre Anwendung herauszuholen. KMUs können durch IoT in der Logistik viel Sicherheit gewinnen. Signifikant ist es dabei, den richtigen Partner zu finden. Nicht selbst Hand anlegen und das Rad neu erfinden ist unser Tipp. Die Technologien und Komplexitäten sind dafür einfach zu hoch. Es gibt bereits viele gute Basislösungen, auf denen man aufbauen kann. Wir unterstützen KMUs in der Konzeption, in der Integration in den Businessprozess beziehungsweise dann auch in der Realisierung. Wir zeigen auf, wie man mit vertretbarem Aufwand und geringem Risiko eine vernünftige Lösung zusammenbekommt. Wichtig ist dabei, eine derartige Digitalisierungslösung nicht gleich bei der ersten Hürde aufzugeben, sondern sich klarzumachen, dass es ein stetiger Prozess ist, dass man das ins Unternehmen integriert. Digitalisierung und IoT ist nichts, was man schnell mal ausprobiert, weil es innovativ ist.
Es ist vielmehr etwas, was man in die Unternehmenskultur integriert, um damit in eine vielversprechende Zukunft zu gehen.